Michi, 777 DNCH Academy, die erste. Michi kann starten. Gut, vielen Dank, Lorenz, und allen herzlich willkommen hier zum 777 Academy, den SEO-Kurs, den ich euch heute hier online geben darf. Ich freue mich sehr, es kommen immer noch Teilnehmer und Teilnehmerinnen dazu. Ich versuche die da reinzulassen parallel. Die jetzt noch reinkommen, ihr habt noch nichts verpasst. Wie bereits vorhin erwähnt, SEO ein Riesenthema, also eben Suchmaschinenoptimierung. Und es ist relativ egal, wie viel Wissen ihr bereits habt auf diesem Gebiet. Ich versuche es so allgemein wie möglich zu halten und eben auch mit praktischen Beispielen einzustreuen. Ich werde auch die Vorstellungsseite hier weglassen. Eben einige von euch kennen mich sowieso bereits schon und die mehr über mich erfahren wollen oder möchten, die finden die Informationen online. Weil, wie gesagt, ich möchte das so praxisorientiert wie möglich halten. Gut, dann muss ich jetzt schauen, wie ich... genau, jetzt geht es weiter. Also, ihr müsstet jetzt alle und sonst bitte im Chat melden, die Folie Nummer 1 sehen. Und zwar geht es los mit der Keyword-Recherche direkt. Also bei der Suchmaschinenoptimierung meistens das Wichtigste und auch der erste Schritt somit ist die Keyword-Recherche. Ich muss hier parallel immer noch Leute einlassen, deswegen ist jetzt noch ein bisschen stockend, weil ich die Maus nicht immer sehe. So, also Keyword-Recherche geht eigentlich darum, wie das Wort oder die Wörter bereits sagen, dass man zuallererst, wenn ihr einen Webshop oder eine Webseite allgemein habt, dass ihr euch überlegt, wie möchtet ihr eigentlich über Google, typischerweise natürlich auch über Bing und so weiter gefunden werden. Da bieten sich sehr, sehr einfache Tools an. Natürlich gibt es auch teure Möglichkeiten, teure Software-Tools, die ihr nutzen könnt, aber ein sehr effektives und super Tool ist ganz einfach, natürlich auch kostenlos, Google Autosuggest. Also ihr geht auf google.ch, google.com, wie auch immer, tippt dort etwas ein und dann seht ihr hier in diesem Screenshot, habe ich das versucht zu veranschaulichen, direkt Vorschläge, nach was die Menschen so suchen. Und man sieht hier schon bereits, wenn ich nur digitale Nomaden eintippe, der drittunterste Eintrag hat bereits etwas mit der aktuellen Krise zu tun. Also diese Vorschläge werden wirklich sehr regelmäßig von Google aktualisiert und zeigen euch somit auch sehr praxisnah und direkt und kurzfristig, wonach die Leute effektiv suchen. Und deshalb lohnt es sich, das ist die Aussage dieser Folie eigentlich, dass ihr euch an Begriffen orientiert, die effektiv auch gesucht werden. Macht ja Sinn, oder? Deshalb Google Autosuggest ein sehr gutes Tool und eine sehr gute Möglichkeit, um Keyword-Recherche zu betreiben für eure Webseite, euren Blog, euren Webshop. Dann als zweiten Punkt Backlinks. Einfach sehr allgemein gehalten, weil alleine Backlinks, da könnte ich 2-3 Stunden drüber was erzählen. Da geht es eigentlich darum, dass ihr euch überlegt, was sind gute Backlinks, respektive Links von eurer Webseite auf andere Webseiten und umgekehrt. Das bedeutet eigentlich im Gegensatz zu den internen Links, also wo ihr beispielsweise einen Blogpost mit einer Seite verlinkt, geht es bei Backlinks darum, eine Linkstruktur aufzubauen mit vertrauenswürdigen und guten weiteren Webseiten, damit ihr auch für Google relevanter werdet, indem ihr dann euch mit anderen Webseiten verlinkt, weil wenn ihr eine Webseite habt und diese mit keinen weiteren Webseiten verlinkt ist, die einen Zusammenhang mit eurer Dienstleistung, eurem Produkt habt, dann sagt Google, ja, das ist ja gar nicht relevant, weil ihr habt keine Verknüpfung zu anderen Webseiten. Deshalb ist es wichtig und gut, da eine gute Backlink-Struktur aufzubauen. Aber eben, wie gesagt, das ist ein sehr umfassendes Thema. Dies einfach noch kurz am Rande. Dann als zweiter Punkt oder zweiter Aspekt beim Thema Suchmaschinenoptimierung geht es eigentlich darum, dass wir uns kurz anschauen, was kann ich eigentlich auf der Webseite direkt bewerkstelligen und umsetzen. Hier ist der Fachbegriff On-Page SEO, also Suchmaschinenoptimierung auf der Webseite direkt selber. Da ist es erstens so, dass ihr darauf achten solltet, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, wenn ihr mit WordPress arbeitet, bestimmt, wenn ihr mit anderen Systemen arbeitet, sieht man das auch. Wenn ihr sowohl Seiten wie auch Beiträge erstellt, dann schreibt ihr nicht einfach Fließtext, sondern gruppiert diese ja oder strukturiert diese besser gesagt ja mit Überschriften. Und diese sind im Fachjargon mit H1, H2, H3.
das sind eigentlich die Haupttitel. Also H1 ist der einzige Haupttitel, der typischerweise auch am größten in der Schriftgröße, muss aber nicht, der zum Beispiel, darauf gehe ich dann später noch ein, nur einmal vorkommen sollte pro Seite oder pro Blog-Eintrag. Und danach, es kommt auch noch ein Beispiel, folgen die H2, H3 und das sind dann immer hierarchische Überschriften, die ihr dann benutzen könnt, um eben Google und auch natürlich euren Website-Besuchern eine Struktur zu geben und dann eigentlich so diese zu unterstützen und auch die Lesbarkeit zu fördern. Dann gibt es weitere Attribute, die wir mit On-Page SEO beeinflussen könnt, wie beispielsweise den SEO-Titel. Also wenn ihr was googelt, seht ihr ja immer oben den Titel. Dann darunter ist, glaube ich, dann genau die Meta-Beschreibung und zuunterst dann den effektiven Link. Natürlich ist der Titel auch mit dem Link, also mit der Webseite verlinkt in dem Sinne. Und das sind eigentlich so die Elemente, also diese 3 Elemente, der Titel, die Meta-Beschreibung und der Link, also der Permalink in dem Sinne, die ihr auch bei der Google-Suchresultatseite finden könnt. Weiter wichtig, dass ihr eine Sitemap habt, dass ihr wisst, was eine Sitemap ist. Diese ist typischerweise eine Datei auf eurer Webseite, die alle Unterseiten beinhaltet. Und diese Sitemap ist eben genau wichtig für Google. Und diese könnt ihr dann zum Beispiel auch bei der Google Search Console hochladen. Das ist eines dieser Tools, das Google bietet. Super einfach in der Benutzung, wenn man weiß wie natürlich. Kleiner Spruch am Rande. Aus meiner Sicht auch das wichtigste Feature der Google Search Console ist, dass ihr dort die Sitemap eurer Webseite hochladen könnt. Und damit erreicht, dass Google auch eure Webseite indexiert und richtig indexiert. Und dann bekommt ihr auch in regelmäßigen Abständen E-Mails, falls mal irgendwas nicht in Ordnung sein sollte, falls es Fehler gibt und so weiter, die euch dann Google direkt mitteilt. Das Bild rechts, das ihr seht, ist ein Plugin, das es sowohl für WordPress als auch Drupal gibt, habe ich gesehen jetzt heute Morgen. Jetzt muss ich noch kurz schauen im Chat, was da, genau, das ist schon eine Frage, aber die müssen wir jetzt ein bisschen nach hinten schieben. Ich komme dann sicher später darauf zurück. Genau, Yoast SEO ist ein Plugin für WordPress und Drupal gibt es auch, das ich regelmäßig nutze, ebenfalls kostenlos und das hilft euch sehr dabei, eben eure On-Page SEO auf ein gutes Level zu bringen. Aber auch hier gilt, es ist ein Produkt und nur durch das Installieren dieses Plugins habt ihr noch gar nichts erreicht, wie bei jedem anderen Produkt auch. Wenn ihr es kauft und aber nicht wisst, wie ihr es nutzen wollt, bringt es euch nicht viel. Ihr müsst das schon dann effektiv dann auch nutzen und die Möglichkeiten, die es bietet, eben gekonnt einsetzen. Und das versuche ich jetzt euch ein paar Dinge hier zu zeigen. Genau. Dann eben das, wie erwähnt vorhin, ein konkretes Beispiel eben eines solchen H1-Titels, das eben pro Webseite, also Unterseite, sei das jetzt Kontakt oder eine Angebotsseite oder einen Blogbeitrag, nur ein einziges Mal vorkommen sollte. Weil sonst ist es wie, wenn du einer Person 3 Äpfel gibst, welchen Apfel soll jetzt nehmen, wenn du dich für einen entscheiden musst. Das ist nahezu unmöglich. Und bei Google ist es genau gleich. Du kannst Google nicht 3-mal einen H1-Titel geben, weil das verwirrend ist. Weil ein H1-Titel hat die höchste Wichtigkeit und sollte immer nur einmal pro Seite vorkommen. Dann eben weitere Überschriften könnt ihr dann mit H2, H3 etc. formatieren und unterhalb zur Veranschaulichung ein kleines Beispiel, eben der H1-Titel auf dieser Seite und diesem Beispiel ist jetzt Schweiz als Land, dann H2 Zürich darunter und auf der Zeile 4 wieder Bern, also die Kantone und dann auf der Zeile 3 auch als H3-Titel formatiert, Kloten als Gemeinde. Also man sieht es schön hierarchisch. H1 ist das Land, H2 sind die Kantone jetzt in diesem Beispiel und H3 ist eine Gemeinde. Also wirklich ganz kurz, ja. Darf ich ganz kurz? Es warten wohl noch welche, die müsstest du noch reinlassen. Ich sehe jetzt hier aber keinen Hinweis oben bei mir, weil vorher kam immer ein Hinweis. Weil sie im Slack noch schreiben, sie warten. Entschuldigung. Ja, danke für den Hinweis, Heike, aber ich sehe jetzt hier bei mir oben keinen Hinweis, deswegen ich gehe mal kurz schauen, ob ich hier aus dem Vollbildmodus irgendwie raus kann. Ja.
Also ich sehe jetzt bei mir keinen blauen Hinweis mehr leider oben, wo ich die reinlassen kann. Tut mir leid. Ich weiß nicht, vielleicht ist es schon zu spät, keine Ahnung. Aber vorhin kam immer ein Hinweis bei mir, als jemand gewartet hat, und jetzt sehe ich diesen leider nicht mehr, deswegen kann ich sie auch nicht reinlassen. Gut, dann als Beispiel, ein weiteres Beispiel, robots.txt. Das ist jetzt auch ein bisschen technisch halt. Ich kann das dann gerne irgendwann bei Gelegenheit noch in Ruhe erklären. Die robots.txt-Datei ist eine Datei auf der Webseite, eine statische Datei, die man normalerweise nicht kennt, aber die man sehr einfach aufrufen kann, wenn man einfach auf der Webseite, das seht ihr unten beim korrekten Beispiel in diesem Bild, /robots.txt eingibt. Und diese Datei kann eben, wie erwähnt, verhindern, wenn sie falsch konfiguriert ist, dass Google überhaupt die Webseite indexieren kann. Was typischerweise passiert, was wir oben sehen mit dem Disallow, Doppelpunkt und dann Slash, das macht man typischerweise, wenn man die Webseite noch entwickelt und sie noch nicht fertig ist und noch nicht öffentlich zugänglich ist, um einfach zu verhindern, dass sie bereits im Google-Index erscheint in den Suchresultaten. Was aber dann leider häufig ist wahrscheinlich zu übertrieben gesagt, aber was ab und zu vergessen geht, ist das dann wieder zu entfernen und zu korrigieren, was dann dazu führt, dass sobald die Webseite oder der Webshop live ist und erreichbar sein sollte, wenn man den googelt, findet man den vielleicht auch nicht. So, jetzt Claudia Joost, perfekt. Jetzt hat es geklappt. Und wo war ich? Genau, dass wenn man den findet, dann wird das in den Google-Suchresultaten sehr unschön dargestellt. Deshalb unten das korrekte Beispiel, wie man es machen sollte. Zum Beispiel, oder so ist meistens, dass man einfach wirklich die Sitemap angibt und das ist es eigentlich bereits. Und das eben ist so etwas, das eine Stolperfalle ist, wenn es um SEO geht, wo ihr darauf achten solltet. Dann als weiteres Beispiel auch punkto SEO sehr, sehr wichtig, dass ihr HTTPS nutzt. Also HTTPS kennt ihr hoffentlich spätestens, wenn ihr euch in euren E-Banking-Account einloggt oder als sonst. Ist jetzt mittlerweile sehr, sehr verbreitet und ihr erkennt es oben an der Webseite meistens an dem Schloss. Manchmal ist es grün, manchmal auch schwarz und da solltet ihr insbesondere bei Webshops, aber auch bei normalen Webseiten sehr darauf achten, dass ihr eben HTTPS nutzt. Das ist einerseits für die Verschlüsselung wichtig und andererseits ist eben auch Google ein großer Fan davon, wenn die Webseite mit HTTPS ausgeliefert wird und priorisiert das auch in den Suchergebnissen im Gegensatz zu, wenn ihr nur HTTP habt, also sprich unverschlüsselt. Das ist aber eben auch nicht ganz einfach in jedem Fall. Da habe ich dann später noch ein Beispiel, das ich vorab bekommen habe von Alea. Und um das zu zeigen, um das Richtige umzusetzen, das ist nicht ganz einfach. Genau, wie bin ich in der Zeit? Halbzeit, gut. Dann Beispiel lange Ladezeit. Als 6. Punkt hier, da geht es eigentlich darum, dass bei der Suchmaschinenoptimierung ist es eben, wie vorhin erwähnt, einerseits wichtig, dass ihr auf der Webseite selber die richtigen Maßnahmen ergreift, andererseits auch dafür sorgt, dass ihr zum Beispiel einen Webhoster habt, der die Webseite oder den Webshop schnell ausliefern kann und dass der eigentlich das Ganze, ja, wie gesagt, eben so optimiert hat, dass eure Applikation schnell läuft. Und dass ihr eben zum Beispiel auch die Bilder fürs Web optimiert und eigentlich dafür sorgt, eben, das Beispiel unten ist sehr suboptimal, wenn die Ladezeit 14 Sekunden beträgt, dann ist das eben wiederum auch für die Suchmaschinenoptimierung und für die ganze Performance leider suboptimal, weil je schneller die Webseite lädt, desto mehr Fans, sage ich jetzt mal, also desto besser ist das auch aus Sicht von Google, weil Google möchte schnelle Websites haben, die sie schnell indexieren können, die eine gute Benutzerfreundlichkeit bieten. Deshalb werden auch durch Google und natürlich auch durch Menschen Webseiten und Webshops bevorzugt, die schnell sind. Niemand möchte auf einer langsamen Webseite surfen, weil das führt sehr schnell zu Frust. Insbesondere wenn ihr zum Beispiel mobil unterwegs seid, 3G gibt es jetzt fast nicht mehr, aber nur schon mit 4G kann es teilweise viel länger dauern als mit einem schnellen WLAN. Deshalb ist es wichtig, dass sowohl für Desktop als auch für Mobile die Webseite wirklich schnell lädt. Man sagt so eben 3 Sekunden maximal. Genau.
Dann nächster Punkt, die PHP-Version. PHP ist eine Programmiersprache, das ist nicht so wichtig, aber einfach als Randnotiz. Beispielsweise WordPress basiert darauf, Drupal ebenfalls, viele Content-Management-Systeme, mit denen die meisten Webseiten heutzutage ja umgesetzt sind, nutzen PHP als Grundlage. Was viele aber nicht wissen, ist, dass auch neben dem CMS selber wird auch diese PHP-Programmiersprache aktualisiert sich ständig, respektive wird ständig weiterentwickelt natürlich. Und momentan heißt es eigentlich so als Empfehlung, solltet ihr die PHP-Version 7.4 nutzen. Wenn ihr nicht wisst, welche PHP-Version eure Webseite oder Webshop hat, einfach mal beim Webhoster nachfragen, eben bei Cyan, Hostpoint und so weiter, wo ihr dann eben seid. Und wenn dann zum Beispiel rauskommt, ihr habt, wie ihr rechts im Screenshot seht, ihr nutzt PHP 5.6, dann solltet ihr wirklich prüfen, ob ihr nicht ein Upgrade machen könnt auf PHP 7.2, 7.3, 7.4 ist noch besser. Mittlerweile ist bereits PHP 8 draußen, also grundsätzlich je neuer, desto besser. Bei der allerneuesten Version, also PHP 8, ist es immer mit Vorsicht zu genießen, weil dann die meisten Hersteller eben von Plugins, Themes und so weiter nicht so schnell hinterherkommen. Deswegen aktuelle Empfehlung, einfach PHP 7.4 nutzen. Dann wird, wenn ihr jetzt zum Beispiel eben noch die Version 5.6 nutzt, werdet ihr auch einen sehr positiven Effekt feststellen, was eben die Performance, die Ladezeit angeht. Ich hoffe, es ist nicht zu technisch jetzt, aber eben einfach mal da nachfragen, die können euch sehr gut weiterhelfen in den meisten Fällen. Ansonsten haben sie einen schlechten Kundendienst. Dann zum ersten Praxisbeispiel, das ich erhalten habe, shliusa.ch. Vielen Dank, Alea. Hier, wenn ich darf, ich mache es jetzt einfach, direkt 2 Punkte, die mir aufgefallen sind, weil du ja gesagt hast, dass es in Ordnung ist, wenn ich das verwende. Hier seht ihr den sogenannten Mixed Content. Also im rechten Screenshot steht ja jetzt bei mir neben shliusa.ch not secure. Das bedeutet eben, dass HTTPS, was ich vorhin kurz erwähnt habe, dass das nicht korrekt umgesetzt ist. Und das Problem ist hier, es gibt auf der Startseite ein Video, das noch über HTTP eingebunden ist. Die Lösung, ganz einfach das Video, den Link anpassen auf HTTPS, dann HTTPS-Video, also den Link einbinden und dann sollte alles perfekt sein. Und es sollte auch nicht mehr not secure stehen, sondern es sollte dann korrekt über HTTPS verschlüsselt werden. Ist sehr schade, wenn nur ein einzelnes Element das Ganze verhindert, weil jetzt dieses eine Element HTTP verhindert eigentlich, dass die gesamte Startseite nicht korrekt verschlüsselt werden kann und damit für Google auch eben zum Beispiel bedeutet, die Verschlüsselung ist nicht korrekt umgesetzt. Als zweiten Punkt muss ich nochmal jemanden reinlassen, genau. Als zweiten Punkt, den SEO-Titel, wenn ich das eben google, kommt ja Andermatt-Sedrun erst sehr weit unten, ist es mal ersichtlich in der Beschreibung, dass La Shliusla, wenn ich auf die Webseite gehe, wusste ich zuerst gar nicht, wo ist das überhaupt? Ich dachte, es sei irgendwie in Zürich oder so oder irgendwo sonst in den Voralpen, aber mir war nicht klar, dass es in Andermatt-Sedrun ist. Und da könnte man aus meiner Sicht sowohl im Titel wie auch in der Beschreibung, wie ihr unten im Screenshot seht, viel noch besser zum Ausdruck bringen, dass es sich in Andermatt-Sedrun befindet. Und auch eben, wenn man auf der Webseite liest, ich brauchte sehr lange oder ich habe sehr lange benötigt, bis ich herausgefunden habe, wo sich diese Après-Ski-Bar, Raclette und so weiter eigentlich befindet, wo sich das La Shliusa befindet. Genau, das würde ich einfach noch verbessern. Dann zweites Beispiel, auch hier vielen Dank fürs Einreichen, gesundheitsberatung.jetzt. .jetzt ist so eine neuartige Domain-Endung, die jetzt nichts mit einer Länderdomain zu tun hat, wie zum Beispiel .ch, .de und so weiter. Da könnten wir auch noch eine lange Diskussion starten, ob das jetzt für SEO gut oder nicht so gut ist. Das lasse ich jetzt mal außen vor. Ich würde es eher nicht empfehlen. Ich würde grundsätzlich eher eine Länderdomain bevorzugen, aber eben das nur am Rande. Wenn ich hier auf die Webseite gehe, fällt mir als erstes auf, dass ein sogenannter Call to Action fehlt. Also eben, ich finde hier quasi
einen sehr guten Titel. Es ist klar, wer sie ist und auch was sie tut und ein sympathisches Bild daneben, aber ich sehe, mir ist danach nicht ganz klar, was ich jetzt tun soll. Ich kann noch ein bisschen rumscrollen und so weiter, aber was einem User sehr stark hilft, wenn er auf der Startseite ist und auf die Webseite gelangt, ist ein sogenannter Call to Action, sprich irgendein Button, ob er jetzt zum Beispiel eben über mich weiter anschauen soll oder die Kontaktseite, da einfach einen Link hinmachen oder eben einen Button normalerweise, der dann entweder auf die Kontaktseite kommt, auf der man die Lydia Jovic kontaktieren kann oder auf ihre Angebotsseite, wo dann der Website-Besucher sieht, was sie anbietet und was sie genau tut. Weil ich zum Beispiel weiß jetzt nicht, was ihre Kompetenzen sind bezüglich der psychosozialen Beratung. Also da habe ich keine Ahnung, was das ist. Dann als zweiter Punkt, über mich und meine Philosophie. Wenn ihr auf der Webseite seid, seht ihr das, wenn ihr ein bisschen runter scrollt. Es ist als One-Pager umgesetzt. Sprich, wenn ihr dann über mich oder eben meine Philosophie klickt, dann scrollt es einfach auf der Startseite runter und die Hauptnavigation oben, also das Hauptmenü oben hat aber lediglich 2 Menüpunkte, was ich sehr wenig finde und auch ein bisschen atypisch. Also ich würde das besser entweder oben direkt verlinken oder dann einfach direkt eigene Seiten, eigene Unterseiten machen mit / über mich und / meine / Philosophie oder so. Das ist dann auch klarer für sowohl jemand, der auf die Webseite gelangt, als auch für Google und es kann besser für die Suchmaschinenoptimierung besser Suchmaschinenoptimiert werden, sagt man. Genau. Dann ist es eigentlich schon die, glaube ich, zweitletzte Seite, wenn ich mich richtig erinnere. Und zwar habe ich hier am Schluss, hier kommt nochmal jemand rein, sind wir schon mal 26 Leuten, sehr cool. Noch ein paar Links, also die 3 obersten Links, wie wir schnell erkennen können, sind so Blogbeiträge und Dinge, die ich selber verfasst habe. Ganz oben eine SEO-Anleitung, bei der ihr wahrscheinlich etwa eine halbe Stunde benötigt. Die ist in sehr, wie soll ich sagen, umfangreicher Zeit oder in langer Zeit verfasst habe und die alles, was ich heute gesagt habe, nochmals in viel detaillierter Form wiedergibt. Also wenn ihr euch das durchlesen möchtet, sehr gerne. Da findet ihr eben noch viel mehr Informationen als jetzt heute in diesen kompakten 30 Minuten bisher oder 20 Minuten waren es. Dann in der Mitte etwa habe ich euch noch den Link zur Google Search Console eingefügt, das ebenfalls noch wichtig ist. Und dann kommt jetzt bei mir ein Hinweis, dass ich ein Geschenk von Zoom erhalten habe, dass irgendwie sie die 40-Minuten-Limite entfernt haben. Ich hoffe, jetzt hört es vielleicht nicht auf bei 40 Minuten, keine Ahnung, eben, ich weiß, ich kenne Zoom nicht so gut. Vielleicht habe ich jetzt Glück und dieses Meeting kann länger als 40 Minuten dauern, keine Ahnung. Also, wir werden sehen. Dann drittunterster Punkt, let'sencrypt.org, ist im Prinzip als solche Seite nicht so wichtig für euch. Ihr solltet einfach wissen, dass ihr eben über den Webhoster, zum Beispiel eben Sign oder Hostpoint, direkt ein sogenanntes Zertifikat für HTTPS, also für diese Verschlüsselung, die ich erwähnt habe, gratis eigentlich hinzu installieren könnt und konfigurieren könnt. Das wissen viele auch nicht. Sprich, ja nicht dafür bezahlen, sondern ihr könnt das meistens bei einem guten Host direkt aktivieren und dann habt ihr HTTPS und dann müsst ihr, wie im vorherigen Beispiel ersichtlich, einfach nur noch darauf achten, also nur in Anführungszeichen, dass ihr es dann nicht mit diesem Mixed Content HTTP und HTTPS vermischt und dass das wirklich dann auch korrekt umgesetzt ist. Dann die PHP-Webseite Supported Versions, zweitunterster Link, eben die zeigt jeweils die unterstützten Versionen von PHP an. Ist wichtig, wenn ihr eben zum Beispiel WordPress nutzt, damit ihr wisst, welche PHP-Version ihr nutzen solltet und weil die auch schnell ist und unterstützt wird und weiterentwickelt wird. Und last but not least, webpagetest.org ist eine Alternative zum Google PageSpeed Tool, das vermutlich viele von euch kennen, um einfach mal die Performance und die Ladezeit eurer Webseite zu messen. Vorteil dieses Tools im Vergleich zu Google PageSpeed ist, es zeigt euch effektiv an, wie viele Sekunden eine Webseite oder eure Webseite
benötigt, bis sie fertig geladen ist. Google PageSpeed kann das leider nicht. Es arbeitet einfach nach einem Kriterienkatalog von Google ab und zeigt euch dann auf einer Skala von 1 bis 100, wie gut eure Webseite für Suchmaschinen optimiert ist, respektive wie schnell sie ist, Entschuldigung, wie schnell sie ist natürlich, aber es zeigt euch nicht den Wert in Sekunden an, auch auf Basis von welcher Ortschaft, welcher Location die Webseite, wie lange ihr benötigt, um geladen zu sein. Und auch nicht, ob es Desktop oder Mobile ist, was ich enorm wichtig finde. Genau, dann, wenn ich jetzt hier noch weiterkomme, genau, bin ich bereits eigentlich am Ende hier meines Lateins für den Moment und schaue mal in den Chat. Ich glaube, wir lassen das Recording einfach mal weiterlaufen, wenn das für alle in Ordnung ist. Und hoffe, die Beispiele waren doch einigermaßen hilfreich, vor allem die es eingereicht haben. Ich war jetzt ziemlich fix durch. Ich hoffe, es war nicht zu schnell alles. Und sonst eben haben wir jetzt eigentlich, das war eigentlich von Anfang an mein Ziel, dass wir jetzt noch genügend Zeit haben für Fragen und es da nicht viel Anfangsgeplänkel von mir gibt. Soll ich es wieder an dich abgeben, Lorenz? Oder wir können gerne jetzt auch Fragen abwarten, entweder mündlich direkt oder im Chat, wie ihr das möchtet. Nur ganz kurz, ganz herzlichen Dank, Michi. Applaus, vielen Dank, merci vielmal für deine Präsentation und Einführung in SEO. Kurz und knapp, wir haben gesagt, eben, es muss in diese 7x7 reinpassen. Die Fragen sind jetzt, wir können natürlich die Fragen reinnehmen, das jetzt noch ins Video nehmen, danach machen wir kurz den Stopp fürs Recording und dann gehen wir in die zweite Runde. Ich würde doch sagen, ja, öffnen wir für Fragen. Tipptopp. Ich kläre sonst direkt gerne die erste Frage, die Heike bereits vor 20 Minuten hier gestellt hat im Chat. Und zwar lautet die Frage, gibt es ein Tool, die Sitemap regelmäßig erstellen zu lassen und gleich auf der Search Console hochzuladen? Nein, gibt es nicht, aber ich kann das sehr gerne zeigen. Ich hoffe, ich kann das jetzt hier, Moment, upsla. Genau, hier rausgehen. Wenn ich jetzt hier, jetzt seht ihr meinen Bildschirm immer noch, oder? Jetzt müsstet ihr genau, gut. Genau, wenn ich jetzt hier in die Search Console gehe, muss ich mal kurz schauen, dass hier die Bilder ein bisschen weggehen, genau. Ist jetzt ein bisschen schlecht vorbereitet, aber ich zeige es trotzdem. Genau, Search Console, wichtigstes Tool hier. Ja, ich zeige es hier kurz, das passt schon. Also, wenn wir direkt in der Search Console drin sind, dann müsst ihr eigentlich lediglich einmal dieses Sitemap hochladen. Also sprich konkret links im Menü, ich habe jetzt hier links oben die URL ausgewählt, unter Sitemaps hier links findet ihr dann das Menü, eine neue Sitemap hinzufügen. Natürlich hier unter eingereichte Sitemaps ist es dann bei euch vielleicht leer. Wenn ihr schon was habt und beim Status erfolgreich steht, dann müsste es eigentlich in Ordnung sein. Aber wenn ihr eine neue Sitemap hinzufügen möchtet, ist diese eben meistens, wie ihr unten seht, unter dem Pfad Sitemap und dann Bodenstrich index.xml zu finden. Das ist auch je nach verwendetem System natürlich unterschiedlich. Aber hier könnt ihr die Sitemap eigentlich einmal hochladen und dann seht ihr hier, ich habe die jetzt relativ aktuell am 29.12. eingereicht letzten Jahres und zuletzt gelesen wurde sie heute. Also Google liest die dann automatisch regelmäßig und ihr müsst eigentlich nichts weiter tun. Ihr müsst die einmal hochladen und dann ist das eigentlich erledigt. Beantwortet das die Frage hoffentlich, Heike? Ja, danke. Aber wie kriege ich so eine Sitemap? Also die hast du eigentlich, wenn du jetzt konkret ein SEO-Plugin wie Yoast installiert hast, dann hast du die Sitemap bereits. Da musst du einfach noch den Pfad finden und dann hast du die Sitemap bereits und ansonsten kannst du die eben über ein Plugin, zum Beispiel eben Yoast, generieren lassen. Meistens, okay. Genau, meistens wenn du Yoast hast schon bereits, dann kannst du einfach bei der Webseite /sitemap eben _xml, Entschuldigung, /sitemap_index.xml, wie es hier unten ersichtlich ist, das eintippen und dann müsstest du eigentlich das hier einfach oben hier noch eintippen. Reinkopieren. Genau, reinkopieren, dann auf Senden und dann müsste es Google verarbeiten können. Genau. Super, danke. Sehr gerne.
Gut. Genau, Frage von Jill im Chat. Was ist der Unterschied zwischen Seitentitel und H1? Gute Frage. Der Seitentitel ist meistens der H1. Das muss nicht immer so sein, ist aber meistens so. Also bei WordPress ist es so gemacht, dass der Seitentitel H1 ist. Ihr könnt aber auch mitten im Text oder an einer anderen Stelle ein H1 definieren und zum Beispiel den Seitentitel selber ausblenden. Das ist auch möglich, wenn ihr zum Beispiel nicht wollt, dass der ganz oben ersichtlich ist, sondern dass ihr zum Beispiel ganz oben vielleicht ein Bild habt über die gesamte Breite des Bildschirms und dann erst unterhalb den H1. Deshalb Seitentitel ist einfach allgemein der Titel einer Seite, der meistens, meines Wissens, ja, müsste der H1 sein. Und der kann aber in dem Sinne nicht verschoben werden und der H1 könnt ihr in dem Sinne flexibel einsetzen, sollte aber doch eher oben sein an jeder Webseite. Von dem her gibt es keine großen Unterschiede. H1 ist einfach der jeweils Haupttitel einer Seite. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ja, Frage von Frederik. Wie hilfreich sind Google-Rezensionen für SEO? Das kann ich wahrscheinlich nicht so gut beantworten, weil es die sogenannte lokale, also Local SEO betrifft. Ich würde behaupten, also das Problem ist hier, ich muss es so beantworten, das Problem ist hier, das ist sehr schwierig zu messen. Ich behaupte jetzt einfach mal, ohne irgendwelche Quellen zu haben, es ist hilfreich, vor allem natürlich, wenn man gute Google-Rezensionen hat, einfach deswegen, weil wenn jemand nach deinem Produkt oder deiner Dienstleistung sucht und diese bei Google findet und du typischerweise dann einen Google My Business Eintrag hast und dann zum Beispiel dort steht, du hast 30 Bewertungen und Durchschnittsbewertung bei maximal 5 Sternen liegt bei 4,5 zum Beispiel, ist es aus meiner Sicht sehr viel wahrscheinlicher, wenn ein Konkurrent dann zum Beispiel nur 2 Bewertungen hat und irgendwie 3 Sterne als extremes Beispiel jetzt, dass er dann bei dir kauft, oder? Das ist wie bei TripAdvisor-Bewertungen, also gute Bewertungen bei Google können sicherlich hilfreich sein. Ich kann aber nicht beurteilen, wie hilfreich, aber ich würde das auf jeden Fall nutzen, ja. Genau. So, also ich glaube wirklich, es bricht hier, weil ich vorher einen Hinweis erhalten habe, nicht nach 40 Minuten ab, weil sonst wäre das bestimmt schon passiert. Wir haben Glück eben, ich habe irgendwie ein Geschenk erhalten von Zoom, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil ich hier das erste Mal so ein Meeting mache in diesem Rahmen. Haben die gedacht, ja, machen wir mal unbegrenzt. Damit sie Punkte bei dir sammeln. Genau, damit ich das kaufe dann irgendwann. Werde ich aber trotzdem nicht machen. Entschuldigung. Genau, ja, gibt es weitere Fragen? Sorry. Ja. Was ist, wenn man eine Website mit diesen quasi Baukasten-Tools baut? Also ich kenne zum Beispiel Squarespace, aber es gibt sicher andere. Weil ich hatte irgendwo ein Interview gehört, da haben die gesagt, ja, wir machen das alles für dich. Wir machen die Search Engine Optimization automatisch und du brauchst dich gar nicht drum zu kümmern, es ist so einfach. Stimmt das? Oder muss man sich trotzdem mit dem befassen? Ja, also bei Squarespace meinst du jetzt konkret, oder wie? Also das war jetzt ein Beispiel, weil ich die Namen der anderen kenne, aber es ist sicher nicht das Einzige. Ja, also das würde ich ganz klar so beantworten, dass das so sicher nicht stimmt. Man muss sich immer darum kümmern. Das Problem ist halt, wenn du dich nicht selber darum kümmerst, wird irgendetwas automatisch generiert, sei das jetzt bei diesem Titel, den du bei Google siehst, oder bei der Meta-Beschreibung. Und das ist ja nicht zwingend genau das, was du dann effektiv möchtest. Deshalb kann es problematisch sein und ich sage jetzt wirklich hier mit Sicherheit auch, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, wenn du dich selber darum kümmerst und das manuell anpasst. Klar, es ist Aufwand, logisch. Dafür hast du aber, wenn du es richtig machst und gut erledigst, auch langfristig einen Mehrwert und im besten Fall dann natürlich bessere Conversions, mehr Besucher auf der Webseite, mehr Umsatz im Webshop und so weiter. Also, dass es automatisch direkt so
eigentlich passiert und direkt perfekt funktioniert, ohne dass du etwas manuell machst, bezweifle ich stark. Darf ich? Ich habe eine Frage zu Platzieren der Keywords im Text. Also ich habe da wie einen Konflikt manchmal, weil es müsste eigentlich das Keyword ziemlich am Anfang kommen. Und ein packender Satz am Anfang schließt manchmal auch das Keyword aus. Also was ist denn wichtiger, kannst du das mir sagen? Also grundsätzlich wichtig ist, dass du die Keywords im ganzen Text gut verteilst. Je nach Textlänge sagt man eben, es kommt auf die Textlänge darauf an, kürzere Texte 2 bis 3 Mal, längere Texte sind es dann auch 5 oder mehrmals, in denen das Keyword natürlich, wie soll ich sagen, auf natürliche Art und Weise gestreut werden sollte, sodass es den Lesefluss nicht beeinflusst. Aber dass jetzt ein Keyword direkt am Anfang steht und es vielleicht nicht möglich ist in deinem Beispiel, dann würde ich es besser an einem Ort platzieren, halt möglichst am Anfang, an dem es mehr Sinn ergibt und eben den Lesefluss nicht stört. Aus dem Grund ist es eigentlich nicht schlecht oder nicht, würde ich jetzt sagen, ist nicht negativ beeinträchtigt, wenn dieses Keyword jetzt nicht direkt am Anfang steht. Also es kann, wenn es natürlich, wie soll ich sagen, wenn wir zum Beispiel den SEO-Titel nehmen und da schaut man natürlich schon direkt den Anfang zuerst an. Deswegen sollte der Anfang, wenn es nicht das Keyword ist, schon auch sehr relevant sein und dann direkt zum Keyword führen, im besten Fall. Deshalb, wenn das direkt einen Zusammenhang hat und trotzdem auch hilft, dass du eigentlich dann die Website-Besucher oder wenn man dich über Google findet, dazu führt, dass dann der Klick passiert auf deine Webseite, dann hast du das Ziel erreicht. Dann spielt es keine Rolle, ob das Keyword am Anfang steht oder in der Mitte oder am Schluss. Ja, Yoast reklamiert, wenn du es nicht im ersten Absatz gerade platziert hast. Darum Ja, genau. war ich immer so unsicher, muss ich das so hinmurksen. Genau. Gut, danke. Gerne. Also bei Yoast ist es eigentlich so, nur noch kurz als Ergänzung, bei Yoast ist es so, es ist praktisch unmöglich, alle Punkte zu erfüllen. Und auch dieses Ampelsystem, also rot ist ja eigentlich schlecht, orange ist so mittel und grün ist gut, ist in den meisten Fällen in Ordnung, aber alle Punkte die wichtigsten Punkte sollten erfüllt sein, wie eben, dass du einen aussagekräftigen H1-Titel hast, dass die Keywords in richtiger, wie soll ich sagen, Häufigkeit, in richtiger Menge vorkommen und dass du nicht zu lange Absätze hast, dass die Lesbarkeit gut ist und so weiter. Das sollte erfüllt sein. Und dass du zum Beispiel auch Bilder mit einem Alternativtext versetzt, das sollte erfüllt sein. Aber eben alle Punkte, die Yoast vorschlägt zu erfüllen, ist praktisch unmöglich. Respektive, wenn du das tust und so umsetzt, ist vermutlich dann die Lesbarkeit beeinträchtigt, was dann wiederum schlecht ist für den Mensch selber. Und grundsätzlich sollte ja der Mensch, trotzdem, dass Google alles immer dahinter steht und viel beeinflusst, sollte der Mensch dennoch wichtiger sein. Weil grundsätzlich liest es ja der Mensch und der interagiert mit deinem Inhalt. Deshalb, ja. Das einfach als kurze Ergänzung. Darf ich gerade noch eine Frage nachschieben? Wegen Longtail-Keywords. Also ich habe immer so ich habe ein Beispiel. Spielzeug für Katzen. Und ich bin immer so unsicher, ob denn dieses für überhaupt relevant ist. Also ob das echt immer am Stück kommen muss, dieses Longtail-Keyword, oder ob die Wörter auch verstückelt sein können mit Abstand. Die können auch verstückelt sein, weil Google merkt, wenn jemand nach etwas Ähnlichem sucht und aber viele Leute jetzt dann zum Beispiel auf deiner Webseite landen, wenn sie nach Spielzeug für Katzen suchen, dann merkt Google das und priorisiert dich höher. Ob du jetzt Keywords hast, eben zum Beispiel Spielzeug für Katzen oder einfach nur Katzenspielzeug, kannst du testen, macht aus meiner Sicht keinen großen Unterschied. Der Vorteil beim Katzenspielzeug ist natürlich, dass es direkt ein Begriff ist. Das ist natürlich relativ lang, aber da müsstest du halt testen, ob es einen Unterschied macht oder ob das Suchvolumen sehr stark variiert zwischen Spielzeug für Katzen und dem Begriff Katzenspielzeug. Das müsstest du jetzt irgendwie analysieren können, also zum Beispiel eben durch eine Google-Suche, indem du siehst, was hat mehr Ergebnisse.
Das sieht man ja immer, wie viele Ergebnisse da erscheinen. Grundsätzlich eben würde das als erster Indikator sicherlich helfen, denke ich. Ja. Danke. Sehr gerne. Dann, genau, Frage von Lorenz. Wäre es SEO-mäßig ideal, wenn wir auf digitalnomaden.ch einen Index von Websites und Blogs unserer DNs führen würden? Ja, es kann sicherlich helfen. Also grundsätzlich ist es eben so, viele Links sind gut, aber der Inhalt und die Webseiten, auf die man verlinkt, sollten im besten Fall auch gut sein. Oder wenn viele Fehler begangen werden, sage ich jetzt mal, sei das technischer oder inhaltlicher Natur, auf anderen Webseiten bringen diese Links nicht viel. Andererseits ist natürlich die Webseite vom Verein ist schon relativ gut besucht und wenn das dann weiter verlinkt wird und die Leute dann das finden, wonach sie suchen, ist das Ziel erreicht. Deshalb grundsätzlich würde ich schon das bejahen und sagen, ja, es würde sicher helfen, eine Übersichtsseite zu machen mit Links zu anderen Websites und Blogs von weiteren digitalen Nomaden. Cool, also vielen Dank, Michi. Wir machen das heute schon. Also die Blogs sind, ich habe einen RSS-Blog. Für WordPress-Blogs sind etwa 30 Blogs drin von DNs. Da nehme ich euch gerne auf. Das ist dann so eine Zusammenstellung. Und es gibt auf der digitalenomaden.ch auch eine Übersicht über Blogs von digitalen Nomaden. Also wenn ihr darauf möchtet, würde ich sagen, das wäre vielleicht schon gut, wenn du sagst, es könnte was bringen, oder? Und hat eben auch mit digitalen Nomaden zu tun, dann wäre das vielleicht auch eine Win-Win, dass wir da noch ein bisschen mehr Content haben und das eben dann SEO auch noch was bringt, oder? Das Absolut. könnt ihr euch gerne melden bei mir und das auf Slack oder per E-Mail schicken, dass ich es noch aufnehmen kann. Ergänze ich gerne. Ja, sorry. Sorry, ich wollte nur einen Satz sagen. Der RSS-Feed selber bringt dann für SEO nicht so viel. Das einfach als kurze Ergänzung. Deshalb ist es besser. Ist, ne? Ja, genau. Deshalb ist es besser, wenn du direkt die Links auf der Webseite direkt als Inhalt verlinkst und eben nicht wie im RSS-Feed verpackst. Aber natürlich geht auch beides, klar. Cool, vielen Dank. Bitte, bitte. Gut. Habt ihr jetzt irgendwas vermisst oder so? Eben, ihr könnt auch Fragen stellen zu Dingen, die ich jetzt gar nicht thematisiert habe. Sehr gerne offen. Eben grundsätzlich das Thema SEO ist natürlich sehr, sehr umfangreich. Es ist schwierig, da alles abzudecken, aber ich habe jetzt wirklich versucht, die wichtigsten Dinge abzudecken. Und dann kommt auch direkt die nächste Frage rein. Genau, Doro Staub fragt, welches Tool zur Keyword-Recherche empfiehlst du? Was hältst du von Ubersuggest? Sehr gute Frage. Ubersuggest finde ich super. Nutze ich bereits seit mehreren Jahren. Hat jetzt in der Vergangenheit ein bisschen eine Einschränkung gehabt, indem man, glaube ich, nur noch maximal 3 solche Website-Abfragen oder SEO-Keyword-Recherchen machen kann pro Tag. Das war früher unbegrenzt. Aber der das initiiert hat, hat gemerkt, es wird sehr häufig genutzt und deshalb hat er es kostenpflichtig gemacht. Nicht verwunderlich leider. Aber ich finde das Tool super und es kann sehr helfen, um sogenannte Schwächen einer Webseite bezüglich SEO schnell auffindbar zu machen und vor allem eben sehr unkompliziert. Aber eben seit neuestem leider ist es ziemlich eingeschränkt und zeigt euch nicht mehr so viele Dinge an wie in der Vergangenheit. Habe ich jetzt heute Morgen auch wieder feststellen müssen. Aber super Tool grundsätzlich. Wahrscheinlich das beste Keyword-Recherche-Tool, das es kostenlos gibt, neben dem Google Keyword Planner. Genau. Dann Mona, nächste Frage von dir. Vielen Dank. Was ist deiner Meinung nach das beste Verhältnis zwischen Do-Follow und No-Follow-Links? Oh, jetzt wird es sehr technisch. Da gibt es keine generelle Antwort. Also für die noch allgemein, Do-Follow-Link ist ein Link, um Google mitzuteilen, er soll diesen indexieren und No-Follow ist bitte nicht indexieren, wie der Name auch schon sagt, genau. Da gibt es kein Verhältnis, was jetzt gut oder schlecht ist. Bei No-Follow-Links würde ich Links würde ich nur als No-Follow kennzeichnen, wenn sie vielleicht Sponsored Links sind, irgendwelche Sponsored Content, Affiliate Links zum Beispiel.
oder ihr explizit nicht möchtet, dass ein gewisser Blogbeitrag oder eine gewisse Seite auf eurer Webseite indexiert wird, dann könnt ihr das so markieren. Aber ansonsten, glaube ich, ist das nicht so. Ja, also vielleicht kannst du die Frage noch etwas spezifizieren, wenn du ein konkretes Beispiel hast. Grundsätzlich würde ich eigentlich bei praktisch allen Seiten jeweils eigentlich wollen, dass die eben Do-Follow sind und nicht No-Follow. Oder vielleicht gibt es, also eben wenn du ein konkretes Beispiel hast oder dich Nee, fragst. kein konkretes Beispiel. Aber mir war eben lang nicht so ganz klar, ob die No-Follow-Links praktisch mir selber gleich viel bringen wie die Do-Follow-Links. Und Ja. ich glaube, Google sagt ja auch, es ist natürlich für eine Webseite, wenn es da einen Mix gibt aus den beiden. Und deshalb, wie das Verhältnis da sein soll, ist mir aber immer noch nicht so ganz klar. Ja, mir auch nicht. Okay, Ich glaub, dann bin ich ja beruhigt. Nee, also da gibt es meines Wissens auch keine Regel. Eben, ich würde typischerweise als No-Follow, also eben No-Follow-Link kennzeichnen die Datenschutzerklärung zum Beispiel. Weil die Datenschutzerklärung muss nicht als Seite eurer Webseite in den Suchresultaten bei Google erscheinen. Weil wenn jemand auf deine Webseite gelangt, dann findet er oder sie, ja, die Datenschutzerklärung, kann dort was nachlesen. Aber es muss nicht über Google auffindbar sein. Das ist so ein konkretes Beispiel. Aber eben bei praktisch allen weiteren Seiten würde ich sagen, die können Do-Follow sein. Also sprich, die dürfen indexiert werden. Es gibt eben nur ein paar wenige Ausnahmen. Aber bei den meisten sage ich jetzt, dass die eigentlich Do-Follow sein können und sollen. Okay, danke. Gerne. Gut, dann weiß ich jetzt nicht, jetzt haben wir 19:54 Uhr, ob wir vielleicht den offiziellen Teil hier schon beenden möchten und ich die Aufnahme stoppe. Oder außer jemand hat noch eine wichtige Frage. Ansonsten, was meinst du, Lorenz? Ja, ich glaube, es ist gut, wenn wir hier den ersten Teil stoppen mit Denken an Sandra Jörimann, die heute leider nicht dabei sein kann. Sie macht dann die Transkription. Ich habe ihr versprochen 40 Minuten, jetzt sind es 54, aber ich glaube, das ist okay für die erste Runde. Und dann würde ich sagen, kann man informell, gehen wir doch in der zweiten Runde, dann kann man mit einem Bier in der Hand, was auch immer, was man trinken will, oder Tee oder Kaffee, je nach Zeit. Und ich würde sagen, dass wir dann die zweite Runde eben nicht aufzeichnen und dann dort noch informell ein bisschen diskutieren können, aber auch andere Themen, aber vor allem natürlich SEO heute Abend. Das ist so die Idee, den zweiten Teil so informell zu machen. Gut, herzlichen Dank, Michi. Sehr interessant, sehr viel gelernt, auch viel aufgeschrieben und ich freue mich, das vielleicht dann noch einmal nachzuschauen. Es sind viele Informationen, die man dann wahrscheinlich beim zweiten Mal anschauen eben auch nochmal davon profitieren kann. Herzlichen Dank. Merci vielmals.